Hallo Leute, ich möchte noch einmal auf Frau Petra Laszlo zurückkommen. Sie ist die Kamerafrau aus Ungarn, die angeblich dem Flüchtlingsvater ein Bein gestellt haben soll. Ich habe den Fall gründlich untersucht und ich werde jetzt versuchen, die ungarische Kamerafrau aus den Krallen der Lügenpresse zu befreien. Ich bin nämlich sicher, dass sie den Osama Mosen nicht berührt hat. Zeit für bittere Wahrheiten. Starten wir. Hier reißt sich der Migrant Osama Mosen von dem Polizisten los. Ich habe hier eine Linie eingezeichnet, damit wir sehen können, wie hoch der Kopf von Osama Mosen vor dem Sturz war. Und bevor er die Kamerafrau erreicht hat, war sein Kopf schon nach unten gebeugt. An dieser Stelle sehen wir, wo der Fuß der Kamerafrau war. Wir haben zwei Videos hier und beide Videos sind FPS 25 Videos. Das bedeutet, dass jedes Bild eine Zeitdauer von 0,04 Sekunden hat. Wir sind hier bei 0,0 Sekunden und dieses Bild ging um die Welt als angeblicher Beweis für das Beinstellen. Langsam drehen wir den Film weiter und wir sehen, dass die Kamerafrau ihren Fuß bei 16 Hundertstel Sekunden eindeutig auf dem Boden bzw. auf einem Hügel hatte. Und wenn wir weitergehen, dann sehen wir, dass der Fuß der Kamerafrau sich nicht mehr bewegt hat. So, der linke Fuß der Frau ist ca. 1 Meter weit entfernt von dem linken Fuß von Osama Mosen. Jetzt drehen wir den Film rückwärts. Jetzt sind wir wieder bei 0,16 Sekunden angekommen und wir sehen, dass der linke Fuß von Petra Laszlo eindeutig auf dem Boden ist. Wir wissen jetzt, dass er 1 Meter weit vom linken Fuß von Osama Mosen ist. Dann müssen wir zuerst berechnen, wie weit das rechte Knie von Osama Mosen bei 0,0 Sekunden war. Dazu habe ich eine Skizze gemacht. Hier sehen wir, dass die rote Linie unter dem Fuß von Petra Laszlo startet und unter dem Knie von Osama Mosen endet. Der linke Fuß von Osama Mosen ist 1 Meter weit entfernt. Das haben wir vorher schon gesehen. Und der rechte Fuß von Osama Mosen ist 30 cm noch weiter entfernt. Das heißt, diese 1,3 Meter sehen wir auf der rechten Seite des Bildes. Und wenn wir annehmen, dass unser Blickwinkel etwa 30 Grad seitlich liegt, ist die Hypotenuse 1,5 Meter. Jetzt müssen wir nur noch berechnen, welche Geschwindigkeit Frau Petra Laszlo haben musste, oder besser gesagt, hätte haben müssen, um ihren Fuß vom rechten Knie von Osama Mosen zurück auf den Boden innerhalb von 16 Hundertstel Sekunden setzen zu können. Nebenbei notieren wir, dass der Weltrekord bei 100 Meter Lauf für Frauen bei 10,49 Sekunden liegt. Das ergibt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 9,53 Meter per Sekunde. Der Fuß von Petra Laszlo hatte eine Strecke von 1,5 Meter innerhalb von 16 Hundertstel Sekunden Zeit, sich zu bewegen. Das ergibt eine Geschwindigkeit von 9,37 Meter per Sekunde. Aber diese 9,37 Meter per Sekunde Geschwindigkeit ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit. Die minimale Geschwindigkeit ist 0 Meter per Sekunde, weil der Fuß der Frau
bereits auf dem Boden ist. Um eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 9,37 Meter per Sekundum erreichen zu können, hätte das Bein der Frau etwa eine maximale Geschwindigkeit von 18 Meter per Sekundum haben müssen. Das wäre die zweifache Geschwindigkeit des Weltrekords gewesen. Das können wir ruhig ausschließen. Gehen wir jetzt weiter. Es ist auch nicht ganz eindeutig zu sehen, wo der Fuß von Frau Petra Laszlo bei 0,0 Sekunden war. Aus der entfernten Kameraposition sehen wir den Fuß der Kamerafrau unter dem Knie von Osama Mosen und aus der anderen Kameraposition sehen wir den Fuß hinter dem Schenkel. Wenn wir noch weiter gehen, ist der Fuß von Petra Laszlo bei 0,04 Sekunden unter dem Schienbein und hier berührt den Fuß den Schenkel von oben. Eine andere Skizze haben wir mit zwei Tangenten. Der Schnittpunkt ist der nächste Punkt, wo wir noch den Fuß aus beiden Kamerapositionen sehen können. Wäre der Fuß der Kamerafrau näher gewesen, hätten wir den Fuß aus der zweiten Kameraposition nicht mehr sehen können. Dann wäre der Fuß der Kamerafrau in dem näheren Bild ganz verdeckt gewesen. Wir sehen uns nun die Bilder von der anderen Seite an. Die Bilder sind von Reuters. Aufschrift: Als der Flüchtlingsvater an ihr vorbeirennen will, nimmt die Kamerafrau bereits ihre Kamera runter, streckt ein Bein aus. Ehrlich gesagt, ich sehe kein Bein ausstrecken. Die liberale Lügenpresse hat es angeblich gesehen. Dieses Bild ist von guter Qualität. Wir können gut vergrößern. Unter dem rechten Knie gibt es eine Pflanze, auch vor dem linken Fuß gibt es einen Grasbüschel. Diese beiden Referenzpunkte müssen wir uns merken. Auf dem nächsten Bild finden wir auch die Referenzpunkte wieder. Hier sehen wir uns noch einmal die grüne Pflanze und auch den Grasbüschel an. So konnte ich die Laufspuren einzeichnen. Wir haben hier drei Bilder. Das berühmte Bild links oben ist bei 0,0 Sekunden entstanden und ist um die Welt gegangen. Die beiden anderen Bilder sind bei 0,2 Sekunden entstanden. Die Stellung seiner Beine und die Position des grünen Sackes beweisen das eindeutig. Und das rechte Bein des Osama ist gerade jetzt zwischen der Kamera und dem grünen Sack. Also die Bilder gehören zusammen. Die Kamerafrau hält ihren Fuß auf einem Hügel, der auf den schlechten Bildern von dem RTL-Paparazzi Stefan Richter auch nicht zu erkennen ist. Auf dem großen Bild sehen wir die Referenzpunkte mit den Laufspuren. Linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß. Dieser rote Punkt zeigt, wo etwa die Fußspitze der Kamerafrau war. Wenn wir den Lichtstrahl auf den Boden führen, zeigt er uns auf der rechten Laufspur den angeblichen Treffpunkt, über welchen Punkt der linke Fuß der Kamerafrau das rechte Knie von Osama Mosen getroffen haben sollte. Diese Stelle wurde mit einem weißen Pfeil markiert. Das Ende der Fußsohle ist mit gelber Farbe markiert. Und dazwischen muss das Knie von Osama Mosen gewesen sein. Sein Knie hat während des Sturzes etwa die Länge eines Unterbeines zurückgelegt, also etwa 0,5 Meter. 0,5 Meter geteilt durch 0,2 Sekunden ist 2,5 Meter per Sekundum Geschwindigkeit. Der Fuß der Kamerafrau war schon bei 16 Hundertstel Sekunden auf dem Hügel zu sehen. Sie hätte die vierfache Geschwindigkeit für die 1,5 Meter Strecke haben müssen, um das Bein innerhalb von 16 Hundertstel Sekunden vom rechten Knie des Osama Mosen auf dem Hügel setzen zu können.
Vor allem hätte die Kamerafrau ihren Fuß nach vorn strecken müssen und ihren Oberkörper verdrehen müssen. Eine Verdrehung des Oberkörpers bei 0,0 Sekunden kann ich nicht erkennen. Den rechten Fuß hatte die Kamerafrau als Stütze. Die rechte Spur des Osama Mosen war etwa 1,4 Meter entfernt. Ich glaube nicht, dass die Linkspopulisten es ausprobiert hätten, wie es aussieht, wenn man in einem engen Jeans einen 1,4 Meter Spagat macht. Jeder kann es mit einem Zollstock auf dem Boden ausprobieren. Es geht nicht. Auf dem anderen Bild bei 0,0 Sekunden sehen wir auch nicht, dass die Kamerafrau das Bein nach vorn gestreckt hätte. Wenn sie das Bein nach vorn gestreckt hätte, Richtung Kamera, wäre ihr Fuß an dieser Stelle von dem Schienbein verdeckt gewesen. Wir können keine Bewegung in die Richtung des Knie von Osama Mosen erkennen, geschweige von einem 1,4 Meter Spagat. Jetzt untersuchen wir, warum der Migrant Osama Mosen umgefallen ist. Eine Bewegungsstudie. Hier ist er sich vom Polizisten los. Er hat dabei sein Gleichgewicht ein wenig verloren. Jetzt hebt er das rechte Bein. Er macht mit dem rechten Bein eine horizontale Bewegung. Und er setzt das rechte Bein herunter. Jetzt hebt er das linke Bein. Er macht mit ihm eine horizontale Bewegung. Und er setzt das linke Bein herunter. In diesem Moment müsste eine horizontale Bewegung mit dem rechten Bein kommen, aber er hebt stattdessen das rechte Bein. Wir wissen, dass der Fuß von Petra Laszlo weit weg ist, aber sie könnte in dieser Stellung eine horizontale Bewegung seines rechten Beines sowieso nicht behindern. Also, wir müssen etwas zurückgehen und die Ursache bei dem Kind suchen. An dieser Stelle sehen wir, dass das Bein des Kindes schon den Boden berührt. Das Gesäß des Kindes ist in gleicher Höhe wie das Gesäß des Vaters. Aber der Vater kann immer noch weiterlaufen, weil das Kind seitlich runterhängt und das Kind ihn beim Laufen nicht behindert. Etwas später ist das Kind wesentlich tiefer. Sein Gesäß ist mindestens 30 cm tiefer als das Gesäß des Vaters. Damit die Beine den Boden nicht berühren, zieht das Kind seine Beine hoch. Und in diesem Moment rutscht das hochgezogene Bein des Kindes vor das rechte Knie des Vaters. Der Vater merkt, dass das Kind vor ihm ist. Er will das Kind nicht verletzen. Er lässt das Kind sofort fallen und er überspringt sein Kind. So, das war die Ursache des Sturzes. Das passierte gerade dann, als der Migrant Osama Mosen vor der Kamerafrau war. Das war dieser Moment. Und der RTL-Paparazzi Stefan Richter hat dies auf seinem schlechten Video, das er mit einem einfachen Mobiltelefon gemacht hatte, nicht erkannt. Er hatte sicherlich das Video auch nicht mit der nötigen Sorgfalt untersucht. Er war ja in Goldgräberstimmung und er wollte ja der Erste sein, der das Video in das Internet setzte. Wie auch immer, die Kamerafrau hatte mit dem Sturz des Flüchtlingsvaters nichts zu tun. Frau Petra Laszlo, Mutter von 2 kleinen Kindern, wurde das erste Opfer der Willkommenskultur. Die selektive Solidarität der Linkspopulisten hat kein Mitleid mit den Kindern von dieser Frau gehabt. Osama Abdul Mosen, ein Ehrengast bei Real Madrid, als er in Spanien angekommen ist, sagt er wörtlich: Er verzeiht der Kamerafrau nicht, er will Gerechtigkeit.
nur Gerechtigkeit, weil das, was sie gemacht hätte, war inhuman. Im nächsten Teil werden wir die gemeinen Tricks ansehen, die die liberalen Medien gegen die Kamerafrau Petra László benutzten, um gegen die Partei Jobbik, gegen den Zaun und gegen die ungarische Ablehnung der Quote zu kämpfen. Bis dann.